Ernst hat immer gern ein Glas getrunken und manchmal vielleicht auch eines zu viel. Aber seit das Geschäft aufgelöst wurde, trinkt er schon vor dem Mittagessen Bier, später Wein, am Abend auch Kirsch- und Betsy-Wasser. Am Morgen steht er kreidebleich auf, da sind Benjamin und Robert schon längst in der Schule. Clara ist in dieser Zeit in Neuenburg, lernt Haushalten und Kinder hüten. Ich versuche, die vollen Flaschen zu verstecken und bitte ihn, wenigstens nicht vor den Kindern zu trinken. Er sagt, er sei das Oberhaupt der Familie und könne tun und lassen, was er wolle. Ich suche beim Dorfpfarrer Hilfe. Er redet lange mit mir, was mir gut tut, aber der Ernst trinkt unterdessen weiter und weigert sich, mit dem Pfarrer oder dem Hausarzt zu sprechen. Nach 2 ewig langen Monaten findet er eine Stelle. Ausgerechnet bei der Firma im Nachbardorf. Die hat davon profitiert, dass wir Konkurs gegangen sind. Er hat nie etwas gesagt, aber ich weiß genau, das hat ihn gewurmt, jeden Tag. Mit dem Trinken wird es wieder etwas besser. Einfach deshalb, weil er nicht mehr ständig zu Hause sitzt und Löcher in die Wände starrt. Als die Kinder größer sind, helfe ich in der Dorfbäckerei als Verkäuferin aus. Zusammen verdienen wir genug, um unser Haus behalten zu können. Dann kommt ein letzter gemeinsamer Sommer als Familie. Auf einem Zeltplatz am Comer See mit dem Wohnwagen, den wir billig von Freunden mieten können. 2 Wochen Sonne, 2 Wochen Lachen und Baden. Es ist ein Fest und wir wissen alle, dass es auch ein Abschied ist. Im folgenden Winter zieht Clara aus. Sie findet eine Stelle als Uhrenverkäuferin in Lausanne. 2 Jahre später gehen die Buben fast gleichzeitig weg. Robert arbeitet in einer Schreinerei in der Nähe von Luzern. Benjamin bezieht in Zürich ein Zimmer. Er studiert und möchte Lehrer werden. Wir lassen alles so eingerichtet, wie es ist. Mit den Bildern an den Wänden, den Stofftieren auf den Regalen und den bezogenen Betten. Mein Ziel ist es, wenn ich Musik spiele oder wenn ich auftrete, dass eine Kommunikation stattfindet, die vielleicht über die Worte hinausgeht. Ich finde das total wichtig, Projekte zu machen, die erstens mich selber künstlerisch herausfordern, weil ich mich auf Neuland begebe. Und zweitens auch Projekte zu machen, wo ich das Gefühl habe, es hat einen Mehrwert, was ich mache. Für das Konzert im Südhang habe ich mich vorher einfach informiert, um was geht es in der Kunsttherapie, um was geht es in der Kunsttherapie vor allem mit Suchtkranken. Und ich wollte darauf natürlich eingehen in dem Konzert. Da es in der Kunsttherapie ja darum geht, neue Sachen zu entdecken und auch loszulassen von starren Formen und auch davon Kontrolle zu haben, wollte ich mich selber auch herausfordern in meinem Konzept, in meiner musikalischen Interpretation, dass ich auch die Kontrolle abgebe. Generell möchte ich durch meine Konzepte erreichen, dass Menschengruppen zusammenkommen, die vielleicht sonst nicht so zusammenkommen. Dass sich ein Wir-Gefühl entwickelt, eine Identifikation miteinander, die sonst im Alltag nicht gegeben ist. Und das liegt mir sehr am Herzen. Das andere ist, dass wir die Haltungen von der Kunst versuchen zu übernehmen. Das bedeutet, dass wir in der Kunsttherapie nichts machen wollen, das einen Nutzen hat. Also die Kunst hat ja keinen Nutzen. Das finde ich immer schön an der Kunst. Also das Kunstwerk ist einfach für sich. Das hat eine grosse Freiheit in sich drin, dass nichts nützen müssen. Und eine wichtige weitere Haltung der Kunst ist die, dass der Weg wichtiger ist als das Ziel. Wir gehen seit dem Auszug unserer Kinder viel mit dem K auf Reisen. Ernst und ich immer im Sommer oder Herbst. Wir sehen die halbe Welt, von Sizilien bis ans Nordkap, von Lissabon bis Kreta. Ernst hat jetzt ein Bäuchlein und das eine Knie schmerzt oft. Aber er sagt, es störe ihn nicht, das gehöre halt dazu. Und dann, 2 oder 3 Wochen nach unserer Rückkehr aus den Ferien in Südfrankreich, weigert sich Ernst eines Morgens zur Arbeit zu gehen. Ich stehe nicht auf. Nie mehr. Hörst du?
Ich erinnere mich, wie ich in der Küche sitze und denke, das geht schnell wieder vorbei. Und ich weiß jetzt, wie ahnungslos ich damals gewesen bin. Fast ein halbes Jahr dauert es, bis er wieder auf die Beine kommt. Dabei werden wir kurz vor seiner Krise zum ersten Mal Großeltern. Clara bringt in Genf, wo sie jetzt mit ihrem Freund wohnt, ein Mädchen zur Welt. Sie ist süß und zappelig und heißt Julia. Er habe Mühe mit Clara, sagt Ernst immer mal wieder. Er wisse gar nicht weshalb, sie sei ja ein liebes Mädchen. Und dann gibt es noch die Geschichte mit Benjamin. Als er ankündigt, dass er uns jemanden vorstellen will, ahne ich bereits, dass es nicht eine Frau sein würde. Ernst rastet total aus. Ich kann gar nicht erzählen, was er an diesem Abend alles gemacht hat. Er sagt oft zu mir, wenigstens der Robert sei aus seinem Holz geschnitzt. Wenigstens er. Und jetzt bleibt Ernst einfach liegen und will nicht mehr aufstehen. 2 Wochen lang steigt er nur aus dem Bett, um sich etwas aus dem Kühlschrank zu holen, ein Bier zu trinken oder um auf die Toilette zu gehen. Ja, jeder Mensch kann suchtkrank werden. Es gibt überlebenswichtige Reize, auf die wir angewiesen sind, dass wir darauf besonders sensibel und intensiv reagieren. Suchtstoffe greifen genau an diesem Belohnungssystem an und suggerieren dem Körper eigentlich die Möglichkeit, überlebenswichtige Reize sicher aufrufen zu können. Diese Substanz oder das Verhalten, von dem man abhängig wird, mit der gleichen Intensität vom Organismus gesucht, mit dem eigentlich überlebenssichernde Verhaltensweisen gesucht werden. Und deswegen ist es so, wird es so tief eingegraben in unser Gehirn, eigentlich ist es so schwer, sich davon wieder zu lösen. Wer hätte das gedacht? Also ich konnte mir das nie vorstellen, dass ich jetzt im Südhang bin. Da möchte ich ja zu denen reden, die jetzt zuschauen oder sich überlegen, diesen Schritt zu wagen. Es braucht sehr viel Mut. Es ist auch sehr gut im Ganzen, wie man begleitet wird. Man ist nicht alleine. Man kann sich auch zurückziehen, wenn man möchte. Man findet relativ schnell Anschluss. Man wird von der Pflege sehr gut betreut. Und jeder für sich, glaube ich, entscheidet einfach auch sein Tempo, was hier total unterstützt wird. Unser Hausarzt kommt vorbei, drückt mir eine Schachtel Tabletten in die Hand und sagt, bald sei alles wieder in Ordnung. Ich glaube daran im Gegensatz zu Ernst. Aber es nützt nichts und ich weine jeden Abend und jeden Morgen im Wohnzimmer bei laufendem Fernseher oder während des Staubsaugens, damit Ernst es nicht hört. Ich frage ihn, ob er so enttäuscht sei über unser Leben, unsere Kinder und über alles, was wir uns gemeinsam erarbeitet hätten. Aber er sagt nur, er habe genug, endgültig genug, er könne nicht mehr. Schließlich lässt er sich freiwillig in eine Klinik einliefern. Er meint, da werde ihm das Essen wenigstens ans Bett gebracht, Urinflaschen gäbe es auch, so müsse er überhaupt nicht mehr aufstehen. Nur langsam geht es mit ihm aufwärts. Und eines Tages, als ich ihn in der Klinik besuche, ist sein Zimmer leer. Ich finde Ernst in der Cafeteria, wie er mit einer Angestellten plaudert. Ich höre sein Lachen von weit her und noch heute löst es so ein Glücksgefühl in mir aus, dass mir die Tränen kommen. Seither sind wieder ein paar Monate vergangen. Nun sitzen wir auf den Zügelkartons, das Haus ist verkauft, wir ziehen in die Stadt. Wir haben eine Wohnung gefunden, klein, aber so wie sie uns gefällt. Eine moderne Küche, ein Wohnzimmer mit großem Balkon, ein Schlafzimmer zum Hinterhof. Ernst hat seine Stelle verloren und sich früh pensionieren lassen. Er versucht da und dort als Allrounder etwas dazu zu verdienen. Und ich arbeite noch immer Teilzeit als Verkäuferin. Wir kommen über die Runden. Bald wird die kleine Julia getauft. Wir fahren mit dem Zug nach Genf. Ernst und ich und alle unsere Kinder werden da sein. Clara, Robert und Benjamin. Es ist lange her, seit wir so als Familie zusammen gewesen sind. Ernst sagt, er freue sich darauf, alle zu sehen. Ich greife nach seinen Händen und er gibt mir einen Kuss auf die Wange. Fast so scheu wie damals
beim Abschied an der Chilbi. Ich schaue ihn an und sehe, wie er lächelt. Ich glaube, er freut sich wirklich. Heilung ist natürlich ein großes Wort. Kann man geheilt werden? Das ist eine Frage vielleicht eher an einen Theologen als an einen Mediziner. Was ist schon Heilsein? Die medizinische Antwort wäre, dass das Suchtgedächtnis etwas ist. Man hat es gelernt, wie das Gehirn hat es gelernt, süchtig sein, wie Fahrradfahren. Vom Fahrradfahren, das kann man auch nicht verlernen, dass man das irgendwann nicht mehr kann. Genauso ist das Gehirn wird auch immer sozusagen die Fähigkeit, abhängig zu sein, behalten. Man kann aber ein neues Verhalten daneben lernen oder darüber lernen und dafür sorgen, dass es in Zukunft sozusagen das neue Verhalten häufiger zur Anwendung kommt. Wir alle sind sozusagen in unseren Denkgewohnheiten und in unseren emotionalen Verstrickungen aus der Biografie heraus ähnlich gefangen, wie ein Abhängiger in seinem Muster abhängig zu sein gefangen ist. Und da ist die Frage nach dem Heilwerden, glaube ich, eine allgemeine menschliche Frage und weniger eine, die sich nur jetzt an Süchtige oder an sogenannte psychisch Kranke richtet. Und man kann ja die Gesellschaft nicht verändern. Aber ich glaube, jeder Einzelne kann schauen, wie kann ich ein bisschen wohler sein innerhalb dieser Gesellschaft. Wie kann ich mit mir und mit den Leuten um mich herum anders umgehen, dass der Druck kleiner wird.